Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Richie und heute geht es um Es ist Anfang Oktober 2021 und den Quokki hinter uns, den haben wir jetzt seit Februar diesen Jahres, sprich jetzt 8 Monate. Hierbei handelt es sich um einen Peugeot Boxer mit 165 PS und der Durchschnittsverbrauch über die 18.000 Kilometer lag jetzt bei unserer Fahrweise, sagen wir mal, nicht ganz so gemütlich, auch mal Autobahn, bei 10,4 Liter. Soweit einmal die reinen technischen Daten. Und was wir jetzt in den knapp 8 Monaten alles verbessert haben oder uns noch als Zusatzausstattung zugelegt haben, das will ich euch jetzt zeigen. Und da fangen wir vorne mal an. Gleich als erstes ist mir im Boxer aufgefallen die hohe Sitzposition, die sich aufgrund von dieser Drehkonsole hier um ca. 4 cm gegenüber dem Seriensitz noch erhöht hat. Und das war mir mit meinen 1,83 einfach zu hoch. Deswegen habe ich von Sportscraft eine 4 cm tiefere Sitzkonsole gekauft und die einzigsten Anpassungen, die ich noch machen musste, war hier hinten noch ca. 2 cm rauszuflexen, damit ich es hier an den Boden optimal reinmachen kann. Die Sitzkonsole kriegt man Campingwagen und, kostet ca. 200 €. Des Weiteren haben wir eine iPhone-Halterung von Prodit verbaut. Die ist nicht ganz günstig, kostet der Halter hier zum Clipsen plus dem Adapter mit Stromanschluss, der dann zum Drehen ist, ja, ca. 80 €. Aber es lohnt sich, es ist wirklich ein Top-Gerät und man kann auch während der Fahrt wunderbar laden. Selbst mit einem Case, das kann man hier individuell verstellen, kann man das Handy dann noch einstecken. Des Weiteren haben wir hier direkt von unserem Händler einbauen lassen einen Navisiever von Alpine, den X903DU, meine ich heißt er. Tolles Teil, kann navigieren, Apple CarPlay kann er, ich kann mit Google Maps drauf navigieren, alles toll. Und passend dazu haben wir natürlich dann auch noch ganz unten, das sieht man jetzt bloß nicht, quasi hier noch den Subwoofer von Alpine eingebaut. In Kombination wirklich ein Top-Sound. Und ich habe dann noch zusätzlich von Eaton das Set für den Ducato eingebaut, sprich bessere Lautsprecher in den Türen und hier die Mittel- und Hochtöner, und habe die Türen noch gedämmt und habe jetzt wirklich einen Top-Sound, weil der ursprüngliche Sound hier drin war echt beschissen. An der Sonnenblende oben haben wir dann noch so Klipse hier, wo wir die Sonnenbrillen reinklipsen können, verbaut. Gibt es bei Amazon für wenig Geld, aber praktisch. Kann man sogar vorne und hinten was reinmachen. So hat die Shibi ihre Brille, ich meine Brille, alles aufgeräumt. Und weil die Sitze eben so weit oben sind durch die Drehkonsole und die Shibi nicht ganz so lange Beine hat, hat sie, um sich auf langen Reisen etwas zu entspannen, einfach so ein Hockerle gekauft. Das haben wir mal im Supermarkt gekriegt für 6 €. Kann sie wunderbar die Beine draufstellen und so ist ein entspanntes Fahren möglich. Was mir von Anfang an ein Dorn im Auge war, waren die Tische in der Dinette. Nicht der Tisch an sich, sondern wie das Tischbein angebracht war. Weil da konnte man, wenn man hier reinrutschen wollte, musste man immer das Bein verrenken. Das wollte ich geändert haben. Und unser Händler hat uns dann ein zentrales Tischbein mit quasi diversen Verschiebmöglichkeiten installiert, was wirklich eine Top-Sache ist. So kann man zum Beispiel hier ganz gemütlich rüberziehen und essen. Und was auch toll ist, wenn zum Beispiel abends dann mal ins Bettle gehen angesagt ist, kann man den Tisch ganz rüberschieben und man hat hier riesen Platz. Das Ganze sieht dann so aus, kriegt man auch im Campinghandel. Der Spiegel im Bad ist auch, sagen wir mal, etwas mickrig, weil er ist halt
unter dem Kästchen hier angebracht. Und wenn man sich dann mal im Spiegel betrachten will, muss man in die Knie. Das wollten wir nicht. Und deswegen hat Chibi die Idee gehabt, dass wir uns einfach so einen Acrylspiegel kaufen aus Kunststoff. 90 x 40. Und den haben wir dann einfach mit solchen Screw-Illusion-Haken an die Wand hier, an diese Acrylglaswand festgemacht. Einen Holzeinlegeboden haben wir natürlich auch drin. Die einen sagen, es brauchen wir, die anderen sagen, es brauchen wir nicht. Wir finden es praktisch, da steht man ein bisschen besser im Bad. Es kommt sowieso noch ein Läufer dann drüber, aber sicher ist sicher. Handtuchhalter sind natürlich auch dran gemacht mit Screw-Illusion-Schrauben. Soweit zum Bad. In der Küche bzw. in den Oberschränken haben wir auch was eingebaut. Und zwar sind es so kleine LED-Lampen, die letztendlich durch Bewegungsmelder dann angehen und einfach dann drin ein bisschen beleuchten. So sehen die Lampen aus. Die sind magnetisch mit USB aufladbar und werden dann einfach mit dem mitgelieferten Magnetstreifen oben ins Kästle reingemacht und dann per Bewegungsmelder, sobald das Kästle aufgeht, haben wir Licht. Und das haben wir in alle Schränke verbaut, auch hinten im Schlafzimmer. So kann man nachts einfach mal oben geschwind aufmachen und man hat ein indirektes Licht. Das ist richtig toll. Apropos indirektes Licht bzw. Ambientebeleuchtung, da habe ich unten so LED-Schrauben verbaut und einen Fernsteuerer. Und so kann ich letztendlich abends dann immer je nach Stimmung das Licht anmachen und dann auch dimmen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen im Video. Und so habe ich dann die LED-Schrauben quasi reingesteckt und dann verkabelt ringsrum. Das sind zwar quasi 12 Volt LEDs und habe dann da hinten alle in dieses Fernsteuergerät rein. Und der Strom habe ich dann hier mit Kabeldieben oder Stromdieben von der 12 Volt Ethernet abgeklemmt. Hinten in der Küche und am Kühlschrank hat der Classic so einen riesen Apothekerschrank, der zur Hälfte dann nach oben noch leer ist. Da haben wir dann einfach 2 Schienen reingesetzt und noch so ein kleines, ja, so eine Ikea-Wanne, Dromsa oder Drofsa oder wie sie heißt. Die verschwindet dann da drin und dann haben wir immer noch Platz im Apothekerschrank. Und wenn wir schon hinten sind, da diese Bretter immer saudämlich zum Hochmachen sind, habe ich da einfach eine Lederschlaufe reingemacht und jetzt kann man die Bretter wunderbar hochnehmen. Apropos Brett, das obere fehlt. Warum? Ich habe hinten noch ein Regal, das zeige ich gleich, mit Euro-Kisten. Und da kann man dann einfach hier wunderbar dann Vorräte reintun und hat so dann quasi Zugriff, auch von der Küche aus, in dieses Regal. Neu bei uns, noch nicht ausprobiert, aber ich finde es völlig genial, jetzt schon, ist dieses Brett. Das Buchenholzbrett ist zum einen ein Schneidebrett, wie man es ja oft braucht, weil wir hatten seither so Kunststoff-Schneidebretter, so ganz dünne, das war ein Scheiß. Jetzt werdet ihr sicherlich denken, ja, Schneidebrett, aber sein wahrer Einsatzzweck steht da hinten. Ihr seht richtig, der Omnia. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Man dreht es rum, dann hat das Ding hier so Einkerbungen, wo man dann einfach den heißen Omnia dann reinstellt. Zack. Und man kann dann schön den Omnia servieren. Und der Oberhammer ist, da fällt nichts runter. Das hebt. Die Bretter macht ein Bekannter von mir, der Rudi. Ich blende euch mal die Adresse unten ein. Das macht er nebenher als Hobby, aber wirklich Top-Qualität. Fräst es dann schön aus, einwandfrei. Und das Beste daran ist, einen gewissen Betrag spendet er 2 philippinischen Familien, denen er sehr verbunden ist. Sprich, wenn man so ein Brett kauft, tut man auch was Gutes. Die Preise erfragt er dann bitte beim Rudi, weil die variieren alle mal ein bisschen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wirklich eine tolle Sache. Jetzt sind wir auch schon im Heckbereich angekommen.
Ja, und da wir viel die Fahrräder dabei haben, bedarf es natürlich auch einer Halterung. Die habe ich mal abgeguckt bei Avanti und Tour. Der hat nämlich einfach solche Ösenschrauben anstelle der Originalschrauben eingedreht. Die kann man auch kaufen. Ich habe sie in Edelstahl gekauft, gekürzt, eingedreht, hält bombenfest. Und so wackelt jetzt das ganze Fahrrad nicht mehr so rum. Die Fahrräder, ich habe jetzt Nummer 1 drauf gemacht, sind auf einem Altera DL3. Das ist auch der einzigste dazu muss man einfach auf den Nupsi hier drauf treten, anschließend auf die Stange treten und das Ganze nach hinten wegkippen. Und die große Frage ist, gehen die Türen auf? Das probieren wir jetzt. Ihr seht, haarscharf, aber es geht. Allerdings nur, wenn die hintere Reihe von dem DL3, das ist ja quasi ein Dreierträger, wenn die hintere Reihe kein Fahrrad hat. Das heißt, die Fahrräder müssen in der mittleren und vordersten Reihe drauf sein. Nur dann kriegt man die Türen auf. Ja, und wie vorher in der Küche schon gezeigt, kann man natürlich dieses Regal auch von hinten bzw. entladen, kommt man die Kisten hin. Das ist wirklich eine tolle Sache, da haben wir eine Menge Stauraum. Und an der Seite kommen dann letztendlich die Stühle noch rein. Da habe ich hier oben noch was quasi verstellbar gemacht. Kann man da einfach aufdrehen und nach vorne und nach hinten schieben, sodass die Stühle dann auch verrutschsicher sind. Und oben kommt dann noch der Tisch drauf. Hier habe ich euch quasi die Kisten nochmal hintereinander gestellt. Das ist dann eine Länge von 1,20 Meter, sprich 60 diese Kiste und die kleinen jeweils 30. Ich habe auch zwei verschiedenen Höhen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie hoch die sind, weil es dann mit dem Platz nicht ganz ausgegangen wäre, weil sonst hätte ich oben keinen Tisch mehr reinbekommen. Deswegen habe ich in der oberen Reihe die niedrigeren und in der unteren Reihe die hohen. Und jeder von uns hat auch so seine Geheimnisse. Wir haben auch eins, nämlich unser Krustelfach. Und da drin, ja, eigentlich darf man es gar nicht zeigen, aber ich zeige es trotzdem. Sieht es halt aus wie Sau. Also da ist ganz hinten eine Gasflasche, weil wir haben Dieselheizung. Dann sind die Auffahrkeile drin, Gießkanne, nur ein paar Hockerle, ja, was man halt so braucht. Aber Entlüftung ist gesorgt. Das ist nämlich da unten. Alles gut. Machen wir aber schnell wieder zu. Hier nochmal einen Schwenk in den Keller. Ich mache mal Licht. So. Wunderbar. Und beinahe hätte ich es vergessen. Apropos Licht. Was sich ziemlich schnell als unpraktisch erwiesen hat, war dieser Schalter. Der war nämlich zuvor ein Touchschalter zum Dimmen für die LED-Regenrinne draußen. Und erst hier hat man dann den Lichtschalter für die Wohnung oder hier für die Küche. Jetzt bist du immer hier runter, bist an den Touchschalter gekommen und hast draußen immer die LED-Funzel angemacht. Das war nicht so praktisch. Das Ganze habe ich dann mit Nico besprochen von megamobil-campervans.at, unserem Händler in der Nähe von Bregenz, Österreich. Ja, und der gab mir dann einfach diesen Taschdimmer, was wesentlich besser ist. Jetzt langt man drunter und tut nicht aus Versehen irgendwas aktivieren, sondern man muss wirklich draufdrücken. Den hat er mir gegeben, den habe ich eingebaut, das war kein Problem, Dimmer ist Dimmer. Und dann hatte ich ja noch quasi so einen Dimmer übrig, wie jetzt hier auch standardmäßig eingebaut ist im Cockpit vorne. Und diesen übrigen Touch-Dimmer, den habe ich quasi jetzt hier oben in der Dinette verbaut. Und da haben wir jetzt dann quasi die Möglichkeit, auch hier in der Dinette zu dimmen, weil da war nämlich früher nur ein Ein-Ausschalter drin, was ich auch nicht so optimal fand. Das waren soweit mal unsere Optimierungen im Innenbereich. Hier hinten haben wir noch ein Fliegenschutzgitter
von der Firma Hintermann. Das hat uns auch freundlicherweise unser Händler zur Verfügung gestellt. Da blende ich euch jetzt mal Bilder ein, wie das in Gebrauch aussieht, weil das packe ich jetzt nicht ran. Das ist quasi auch mit Magnetverschlüssen, ringsrum kann man das ranmachen und hält bombenfest, hat in der Mitte 2 Reißverschlüsse, einwandfrei das Ganze. Eine Sache innen habe ich dann doch noch vergessen. Das ganze Bett ist hier 1,91 Meter lang. Ich bin 1,83 und schlafe gerne auf dem Bauch. Ich habe es schon mal in einem anderen Video erklärt. Deswegen habe ich mir da hinten einfach die Matratze ein bisschen abgeschnitten. Wir haben sowieso eine Kaltschaummatratze drin, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Die habe ich dann einfach an die Füße ein bisschen abgeschnitten und so kann ich, wenn ich auf der Seite oder auf dem Bauch liege, einfach die Zehen ein bisschen da reinstecken und habe ein bisschen Platz gewonnen. Ich schlafe seitdem wirklich wie in Abrahams Schoß. Ja, auch unterm Wagen gibt es dann Verbesserungen. Dieses leidige Problem mit diesem Grauwasserabflusshahn, der sich ganz da hinten versteckt, das habe ich ganz einfach gelöst, indem ich von Lilie quasi ein elektrisches Abwasserventil eingebaut habe. Die Kabel dann vorgeführt, da war schon ein Leerrohr drin, wo der Nico eingelegt hat für die Rückfahrkamera. Habe ich einfach das Kabel mit reingelegt. Unterbodenschutz inklusive Hohlraumversiegelung haben wir uns dann auch noch gegönnt. Das wurde auch gleich beim Händler erledigt, wo er neu war. Und das sorgt dann wirklich auch, dass er untenrum mal ein bisschen länger hält. Was von Anfang an eine Katastrophe war, war der DAB Plus Empfang oder DAB Empfang vom Radio. Ursprünglich haben wir hier eine Scheibenantenne verklebt bekommen, die quasi direkt DAB Signal liefert. Das war aber ein riesen Käse, kaum Empfang. Und wir hatten ja Referenzen aus meinem Audi. Ja, und alles, was dann geholfen hat oder es wesentlich besser gemacht hat, war dann dieser Spargel, den wir da drauf gemacht haben, quasi eine 80 cm Antenne von Peugeot, original gekauft. Und von Dietz ein Splitter zwischen UKW-Signal und DAB mit Verstärkung. Der hat auch, glaube ich, irgendwie so 60 € gekostet. Den habe ich dann hinterm Radio verbaut. Akzeptabel ist es auch die Leistung vom Motor. Da haben wir nämlich eine Drehmomentsoptimierung gemacht bei Tech Power in Remagen und seitdem läuft er am Berg optimal, merkt man richtig, und ein bisschen weniger Sprit braucht man auch. Und damit er auch draußen ein bisschen hübsch aussieht, haben wir eine Optimierung in Form einer Folierung noch vorgenommen. Also uns gefällt's und so hebt er sich auch ein bisschen von der Masse ab. Die 18 Zoll Borbett-Felgen inklusive den General Grabber AT Bereifung, Ganzjahresbereifung, hat sich auch bewährt. Laufruhe auf der Autobahn ist durchaus gegeben und auch auf der Wiese kommt man da damit klar. So, das waren jetzt so unsere Optimierungen innerhalb der letzten 8 Monate und ca. 18.000 Kilometer. Ich hoffe, für euch war auch was dabei. Wenn es euch gefallen hat, kommt jetzt was für euch ins Bild. Das bitte machen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, es würde uns tierisch freuen. Denn durch eure Abonnements bzw. Daumen nach oben wissen wir, dass wir es richtig machen, dass es euch gefällt. Ihr könnt euch gerne einen Kommentar da lassen. Wenn ihr Fragen habt sowieso, dazu sind die Kommentare da, ich beantworte alles. Ja, und wir würden uns freuen, wenn wir das nächste Mal wieder mit euch auf Reisen gehen können. In diesem Sinne, das war's mal wieder. Liebe Grüßle, euer Richie von mir, Richie65. Ciao!